Nein, B. Definitiv B. Oder doch C? Verdammt. Anna, alles okay bei dir? Du sprichst mit dir selbst. Oh, Entschuldigung, ich bin nur sehr konzentriert. Ich sehe es. Was liest du da? Die Psychologie heute? Ja, hier ist ein Test. Der Titel ist Welche Farbe hat dein Charakter? Lukas, das ist lebenswichtig. Vital. Lebenswichtig. Na gut. Und welche Farbe bist du? Schwarz wie mein Kaffee? Warte, ich rechne die Punkte zusammen. 1 plus 3? Oh nein, Was? Was ist passiert? ich bin grau. Das Ergebnis sagt, du bist langweilig und magst keine Abenteuer. Das stimmt doch nicht. Ich bin nicht langweilig. Natürlich nicht. Diese Tests sind Quatsch. Willkommen beim Learn German Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin die graue Anna. Heute beweisen wir das Gegenteil. Wir sprechen über Persönlichkeit. Lass uns ernst werden. Anna, wie bist du wirklich? Wir brauchen Adjektive. Positive Adjektive. Ich bin lustig. Ich bringe Leute gerne zum Lachen. Das stimmt. Du hast Humor. Ich bin zuverlässig. Stopp. Erklär das Wort zuverlässig. Das ist sehr deutsch. Zuverlässig. Das bedeutet, wenn ich sage, ich helfe dir, dann helfe ich dir. Du kannst mir vertrauen. Ja, Lukas ist Mr. Pünktlich. Ich bin auch hilfsbereit. Ich helfe gerne. Und du bist kreativ. Du hast immer 1000 Ideen. Siehst du, Zeitschrift? Ich bin kreativ, nicht grau. Und ihr? Seid ihr lustig? Seid ihr zuverlässig? Sagt laut, ich bin. Aber Lukas, niemand ist perfekt. Ich habe auch schlechte Seiten. Wir alle, Anna. Das ist menschlich. Was ist deine größte Schwäche? Ich bin manchmal unordentlich. Du kennst mein Auto. Es sieht aus wie ein Mülleimer. Ja, dein Auto ist eine Katastrophe. Du bist chaotisch. Hey, das nennt man kreatives Chaos. Und du, Mr. Perfekt? Ich bin manchmal ungeduldig. Ich hasse warten. Wenn der Bus 2 Minuten zu spät kommt, werde ich nervös. Er wird nicht nur nervös, er wird rot im Gesicht. Er sieht aus wie eine Tomate. Das habe ich gehört. Ein anderes Wort, faul. Oh ja, sonntags bin ich sehr faul. Ich bewege mich nicht. Zeit für ein Spiel. Ping-Pong. Ich sage ein Wort, du sagst das Gegenteil. Schnell. Ich bin bereit. Schieß los. Laut. Leise. Dumm. Klug. Glücklich. Traurig. Interessant. Langweilig. Ehrlich. Lügner. Nein, unehrlich. Richtig. Oder falsch. Liebe Zuhörer, das war A2-Vokabular. Sehr gut. Herein? Guten Tag, mein Name ist Anna Müller. Guten Tag, Frau Müller. Bitte nehmen Sie Platz. Wir suchen eine Assistentin. Erzählen Sie mir etwas über Ihren Charakter. Gerne. Also, ich bin ein sehr offener Mensch. Ich kommuniziere gerne. Gut, und sind Sie stressresistent? Oh ja, sehr. Ich bleibe immer ruhig, auch wenn das Büro brennt. Wirklich? Wenn das Büro brennt? Das war ein Witz. Ich meine, ich behalte einen kühlen Kopf. Was ist Ihre größte Schwäche, Frau Müller? Ich bin manchmal zu perfektionistisch. Ich kontrolliere alles 3-mal. Cut, stopp, Anna, das glaubt dir kein Mensch. Ich bin zu perfekt, das ist eine Lüge. Aber das steht so im Internet. Was soll ich sagen? Ich komme immer zu spät?
Nein, sei ehrlich, aber positiv. Sag, ich bin manchmal schüchtern, aber ich lerne jeden Tag dazu. Das ist authentisch. Lass uns eine Geschichte hören. Die Geschichte von Lisa und Maria. Schließ die Augen, Anna. Meine Augen sind zu. Lisa und Maria waren Zwillinge, aber sie waren komplett verschieden. Lisa war extrovertiert. Sie war wie ein Feuerwerk, laut, bunt, voller Energie. Sie kannte jeden Menschen in der Stadt. Wenn Lisa einen Raum betrat, schauten alle sie an. Sie klingt anstrengend. Maria war introvertiert. Sie war wie ein tiefer See, ruhig und still. Sie beobachtete lieber, sie las Bücher. Sie hatte nur eine beste Freundin. Die Leute sagten oft, Maria ist arrogant, sie spricht nicht. Aber das stimmte nicht. Maria war nur schüchtern. Arme Maria, die Leute verstehen Introvertierte oft nicht. Eines Tages gab es ein großes Problem. Die Katze der Nachbarin war auf einem hohen Baum. Lisa rannte sofort hin. Sie schrie Hilfe, Hilfe, wir müssen die Feuerwehr rufen. Sie machte Panik. Sie lief im Kreis. Und Maria? Maria sagte nichts. Sie ging ruhig in die Garage. Sie holte eine Leiter. Sie kletterte still auf den Baum und holte die Katze. Wow, ohne Drama. Genau. Lisa machte den Lärm, Maria machte die Arbeit. Wir brauchen beide Charaktere in der Welt. Ich mag Maria. Lukas, bist du eher Lisa oder Maria? Ich bin eine Mischung. Hier im Podcast bin ich Lisa, ich spreche viel. Aber zu Hause bin ich Maria, ich brauche Ruhe. Wir haben 2 wichtige Wörter für A2. Selbstbewusst. Unsicher. Wann bist du unsicher, Anna? Wenn ich Englisch spreche oder wenn ich singen muss, dann werde ich klein wie eine Maus. Du musst nicht singen, du hast eine tolle Stimme beim Sprechen. So, genug Geschichten. Jetzt wird gearbeitet. Wir bauen Sätze. Ich gebe dir Wörter, du baust einen Satz. Okay, ich bin bereit. Wörter. Mein Bruder, sein, sehr, faul. Mein Bruder ist sehr faul. Wörter. Ich, finden, dich, sehr, sympathisch. Ich finde dich sehr sympathisch. Oh, danke, Lukas. Das war nur ein Beispielsatz, aber danke. Prompt 3 für die Zuhörer. Wir seien ein bisschen verrückt. Wir sind ein bisschen verrückt. Puh, wir haben viel gelernt. Wir sind nicht grau, Anna. Wir sind bunt. Stimmt, ich bin vielleicht chaotisch und ungeduldig, aber ich bin ein Original. Hausaufgabe für diese Woche. Nehmt euer Handy. Schickt einer Freundin oder einem Freund eine Sprachnachricht. Sagt 3 nette Dinge über sie. Du bist lustig, du bist treu, du bist toll. Das ist eine schöne Hausaufgabe. Das macht glücklich. Danke fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. Bleibt wie ihr seid. Tschüss zusammen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.